Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin mal wieder hier bei den Eisenbahnfreunden Vaterstetten bei einer großen Anlagenausstellung. Und die haben hier den Modellbahnclub Boeing e.V. als Gast. Der Hans Roming ist Vorsitzender dieses Vereins und den begrüße ich jetzt recht herzlich. Servus Peter, schön, dass du da bist bei uns. Ihr seid seit 31 Jahren, habe ich gelesen, schon als Verein tätig und ihr macht H0 hauptsächlich. Wir haben 1993 mit dem Bau der ersten Module angefangen, ja, in H0. Und erst analog und fahren jetzt seit 12, 13 Jahren digital. Und zuerst in erster Linie wurden Nebenbahnmodule, eingleisige Nebenbahnmodule gebaut. Hier zum Beispiel eben den Bahnübergang mit dem Tabakfeld und der Scheune. Diese Module sind alle 1 Meter breit ungefähr oder ziemlich also genau? 1 Meter lang und 50 Zentimeter breit, die eingleisigen. Und wir haben auch zweigleisige Abschnitte, die sind dann 10 Zentimeter breiter, also 60 Zentimeter. Und diese Module, sind die dann genormt, was den Abstand und was genau die Position der Gleise angeht? Wir haben da eine Schablone, also eine Bohrschablone, mit der man praktisch die Bohrungen in die Stirnseiten bohrt, damit die Gleise dann zielsicher aufeinandertreffen. Können wir uns das mal anschauen an einem Modulende? Können wir gerne mal anschauen und gehen wir mal darüber. Ganz langsam nicht mehr sehen mit dem Kurzschluss da. Und zwar das ist zwar also ein Endteil vom Bahnhof, aber die eingleisigen Module, die gehen dann praktisch so in dem Abschnitt weiter. Und das sind 3 Bohrungen, 1, 2, 3. Die haben wir uns von der Fremo abgeschaut. Da gibt es ein Fremo entsprechendes Profil. Mir fällt jetzt dann also die Bezeichnung gerade nicht ein. Ich bringe sie dann ein. Aber die Bohrungen sind 1:1 kompatibel. Und da kann man dann eben, da ist jetzt einmal eben das ab. Da geht dann passt dann die Schiene, die anschließende vom anschließenden Modul, passt dann ein Ziel. Das heißt also, Passt jedes genau Fremo-Modul ist dann zum anderen kompatibel. Das heißt, man Genau. könnte auch irgendwo bei irgendwelchen Vereinen dann, wenn die ein Fremo-Treffen machen, Genau. sich treffen. Das heißt, das Modul ist ungefähr 20 cm hoch und dann eben diese 50 cm Tiefe und den Meter in der Länge des Moduls. Und im anderen Falle, wenn es zweigleisig wäre, 60 cm. Und auf welcher Gleishöhe fahrt ihr? Wir fahren auf 1 Meter von Schienenoberkanten bis zum Fußboden auf 1 Meter. Fremo ist 1,30 Meter, aber nachdem wir überwiegend auf Publikumsausstellungen uns präsentieren, und da ist einfach kinder- und jugendfreundlicher, wenn wir auf 1 Meter sind. Gut, dann schauen wir uns vielleicht mal der Reihe nach hier diese Anlagenmodule an, bevor wir danach vielleicht was fahren lassen. Genau. Das heißt also, wir haben hier ein Bahnbetriebswerk. Ich schalte jetzt noch die zweite Leuchte zu, dass es ein bisschen heller wird. Ja, das ist ein kleines Bahnbetriebswerk für immer eine kleine Nebenbahnstation. Mit der Bekohlung. Genau. Bekohlungsanlage, Wasserkran und ein kleiner Lokschuppen. Und da herüben haben wir eine Futtermittelfabrik. Die ist auch also praktisch nach Fantasie gebaut, mit teilweise Fallerteilen und eben teilweise selber gebaut aus Kunststoffplatten und Profilen. Da vorne ist noch eine alte Kfz-Werkstatt, die Mit Schrottauto. Also man sieht, recht viel los ist da nicht mehr, aber es steht noch ein bisschen so, ja, ein bisschen ein Gerümpel rum. Und als Gleismaterial habe ich mir schon sagen lassen, fahrt ihr mit den Tillich Elite-Gleisen? Mit den Tillich Elite-Gleisen, genau. Die sind damals 1993, wie wir mit dem Anlagenbau begonnen haben, ganz frisch erschienen. Und wir haben uns, also damals wir Vereinsgründer haben uns das damals angeschaut und haben uns für das Tillich Elite-Gleis entschieden. Ja. Und die Weichen, die hier verbaut sind, wie werden die angetrieben? Die Weichen werden über Fulgorex Motorantriebe
angetrieben, von Beginn an, also schon über 30 Jahre, und die funktionieren immer noch sehr zuverlässig. Auch wenn sie ein bisschen einen Lärm machen, kann ich mal simulieren. Also, da gehen wir. Ja, man hört hier richtig den Motor am Arbeiten. Und geschaltet wird hier über so ein Gleispult. Ein ganz normales analoges Stellpult, ja. Also das ist, wir fahren digital praktisch mit den Fahrzeugen, aber die ganzen Weichen und so weiter und Gleise werden immer noch analog gestellt. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal hier nochmal diesen Bahnhof an. Das ist jetzt hier ein typischer, etwas größerer Nebenbahnhof mit einem großen Bahnsteig, zweigleisig und einem Durchgangsgleis für einen vorbeifahrenden Zug. Und da kommt jetzt hier gerade ein etwas älterer historischer Triebwagen rein. Genau, Akkutriebwagen, ETA 180. Genau, kommt da an. Und dann trifft sich der hier mit der Moderne, mit einem klassischen Nebenbahn aus den 80er Jahren, tippe ich jetzt mal. Den gibt es ja auch schon ewig lang. Genau, der VT 610, das war der sogenannte Pendolino, der in den 90er Jahren zwischen Nürnberg und Hof und Nürnberg und Schwandorf gefahren ist. Der Bahnhof ist der Bahnhof Stresslingen mit einer unserer älteren. Aber nachdem eben die Technik noch sehr gut funktioniert, sehen wir keinen Grund, da irgendwas umzubauen oder so. Er wird auch immer wieder optisch überarbeitet, was man vielleicht in manchen Bereichen sieht. Auch die Straße oder so, das haben wir einmal alles komplett neu gemacht. Und wenn es halt irgendwo durch Ausstellungen und so weiter, durch Transport irgendwo Beschädigungen gibt, das wird dann repariert. Und im Club seid ihr so ungefähr 30 Mitglieder? So gute 30 Mitglieder, genau. Und da hat jeder seine eigenen Module und der Teil gehört einem Verein, oder wie ist das geordnet bei euch? Die meisten Module gehören einem Verein, also es sind Vereinsmodule. Da haben wir in Poing einen Lagerraum, wo die gelagert sind. Aber es haben noch viele Vereinsmitglieder, die haben dann auch private Module, die werden dann eben von Fall zu Fall je nach Anforderung, welche Platz wir zur Verfügung gestellt kriegen und welche Konfiguration wir dann aufbauen, praktisch werden die dann so zusammengeschaut, dass es passt vom Platz her und so. Jetzt kommt hier mal der Triebwagen vorbei. Gefahren wird hier digital mit einer Zentrale von Uhlenbrox, die Telebox, die steht hier hinten. Und die ist dann verbunden mit diesen Kabelhandreglern. Genau. Mit diesem Daisy. Mit der Daisy oder mit dem Fred. Und die haben dann das Spiralkabel, man ist ein bisschen in der Bewegung relativ groß. Wenn es dann aber nicht mehr reicht und das Kabel mal ein bisschen weitergehen will, wie macht man es dann? Dann steckt man den aus, Roland stecken wir aus und dann kann man an die nächste Buchsen weitergehen. Das heißt, der fährt einfach weiter? Der Zug fährt einfach weiter und man kann dann praktisch den Zug mit derselben Geschwindigkeit weiter und kann den sofort, wenn man eingesteckt hat, wieder steuern. Ah ja. So einfach geht es dann doch mit einem Kabelregler. Man braucht also nicht unbedingt einen Funkregler. Nein, braucht man nicht. Also, gerade wenn es so kompakt ist, ist das, und es ist sehr betriebssicher. Ah ja. Sehr betriebssicher. Dann wird hier mal der Rauch im Stand nachgebildet. Auch eine Idee, mit ein bisschen Watte. Ja, das ist ein Kunststoffmodell von Revell. Ach so, das ist gar keine richtige Lok? Nein, gar keine Modelllok, sondern von Revell gibt es so H0-Bausätze von Dampfloks und das ist so eine. Jetzt kommt der Akkutriebwagen gerade vorbei. Schauen wir uns den jetzt auch an. Und diese Eckmodule, das sind also jetzt so 6 Eckmodule, die ihr da gebaut habt. Ja, die haben einen Radius, also einen Kurvenradius von 1 Meter und haben jeweils 45 Grad. Also das heißt, das sind 45 Grad Modul und das ist jetzt hier ein Jahrmarkt, eine Kirmes, die schön aufgebaut ist und hier auch mit Kettenkarussell, das ist jetzt auch hier gerade zum Sehen.
Genau. Und da Dass ist ein bisschen was Bierzelt. dreht. Ist Dass auch ein bisschen was dreht. Dann hier ein Bahnübergang mit geschlossenen Schranken. Und hier noch ein kleiner Bahnhof auch, der hier aufgebaut ist. Der Bahnhof Herbertingen, ja. Er hat einmal ein ehemaliges Vereinsmitglied zu bauen begonnen und hat dann aus beruflichen Gründen die Poing verlassen und hat uns dann den Bahnhof praktisch vermacht. Und haben wir dann fertig gebaut und um 1 Meter noch verlängert, gell, Hermann? Und der ist eben gerade bei eingleisigem Betrieb, dass man da die Züge kreuzen kann, sehr praktisch. Und wird immer gern eingesetzt. Dann kommt hier ein Holzhandel und ein Sägewerk Genau. mit einem kleinen Abstellgleis. Kleines Abstellgleis für kleines Sägewerk, ja. Da vorne haben wir noch einen Windwurf. Da hat es den letzten Baum auch noch entwurzelt. Tja, da bleibt nur noch eines, der muss dann halt ins Sägewerk. Der muss dann noch ins Sägewerk, genau. Dann hier an dem 45-Grad-Modul eine kleine Hopfenplantage Eine kleine Hopfenplantage, ja. und eine historische Brücke. Ja, eine typisch bayerische Wegunterführung, die schon aus der Anfangszeit der Eisenbahn in Bayern stammt. Also die wurde schon vor über 150 Jahren, 160 Jahren wurden solche Wegbrücken bei uns in Bayern gebaut. Und die eine oder andere gibt es auch im Original noch. Das heißt also hier die Module sind sowohl dann Epoche 3, 50er, 60er Jahre, als auch mit etwas älterem Thema. Einfach so wie es gefällt, wird es einfach gemacht. Ja, nachdem es ja eben solche Sachen eben heute auch noch gibt, sind die fast zeitlos. Ja. Aber wir hatten einmal eben die Nebenbahn begonnen als für die Epoche 3, 50er und 60er Jahre. Und so sind auch noch viele Module oder die meisten Module so aufgebaut oder angelegt. Ja. Aber jetzt kommt einmal ein moderner Zug und Ein Flix-Train mit entsprechenden Wagen. Ganz gemischt mit einem Railjet-Wagen und einem Flix-Train-Wagen. Ja, man muss es ja auch nicht immer so todernst sehen. Das ist das, was ich immer wieder bei Kommentaren sehe, dass halt Leute irgendwie unbedingt alles 100% exakt haben wollen. Aber im Leben ist es oftmals auch nicht so exakt. Und es macht aber auch mal Spaß, einen gemischten Zug zu sehen mit einem normalen Steuerwagen hinten und mit einem Railjet-Wagen. Den verfolgen wir jetzt noch mal ein Stück, bevor wir wieder retour gehen. Dann schauen wir uns noch den großen Schattenbahnhof an, der am Ende ist, weil man ja auf so einem Fahrtreffen auch irgendwo Züge bereitstellen muss, die man halt Möglichkeit ganz haben. wichtig, um im Zuggarnituren aufzugleisen, abzugleisen und auch wieder umzugruppieren. Und am Ende ist auch noch eine Drehscheibe, dass man auch für die Dampfloks, dass die möglichst vorausfahren. Und Rauch kann man voraus, was einem ja am liebsten ist. Und ja, der ist aufgebaut wie praktisch ein Tapezierertisch mit 2 Scharnieren dazwischen. Den kann man einfach so zusammenklappen, da ist in 0, nix auf und wieder abgebaut. Okay? Das heißt, man hat dann auch die Kabelverbindungen dann direkt über entsprechende Vielfachstecker. Genau. Da habt ihr irgendwelche Steckverbinder, Wir haben die ihr im Einsatz habt. Wir haben so zwischen den Modulen sind so 12-polige Steckverbinder aus der Fernmeldetechnik. Die haben einen Kontakt, also da hat ein Kontakt 6 Ampere aus, das reicht für uns locker.
Und da gibt es auch noch 30-polige davon, wo man dann eben bei den Bahnhofsmodule und sowas einsetzt, wenn eben mehr Kabelverbindungen benötigt werden. Und die werden einfach von unten in die Module gesteckt? Die werden von unten in passende Buchsen in die Module gesteckt und ja, dann untereinander die Module so verbunden. Und da bringt also jeder so seine eigenen Loks mit. Jetzt muss ich den Hans noch fragen, was er eigentlich für einen Zug hat. Ja, es bringt ja jeder seine Züge mit, die er gern fahren lassen kann. Darum ist halt das Ganze ein bisschen bunt. Meine Züge sind natürlich also überwiegend Poche 3 wie der Schienenbus oder die bayerische G34H hier als Bundesbahnmaschine, ja, als 54er. Die ist ja auch bis Mitte der 60er Jahre noch im Nürnberger Raum gefahren und war eine sehr gern gefahrene Vielzwecklok. Die können wir jetzt zum Abschluss noch fahren lassen? Die können wir jetzt noch fahren lassen. Ich hole mir schnell mal einen Regler. Das ist eine Daisy. Da steht dann genau, also der Lokname, die Lokadresse und da sieht man dann praktisch, kann man die einzelnen Funktionen dann aktivieren, wie Sound, Licht, Pfeife, Glocke etc. Was, je nach Decoder, was gerade drauf ist an Soundfiles. So hört man zwar den Triebwagen, die Dampflok werden wir aber sicher auch gleich hören. Hast du schon gestellt? Ja, wunderbar. Dann fahren wir. Und ich sehe schon passend zum Modul von vorhin Holztransport, weil ja Sägewerk auch da ist. Jetzt haben wir irgendwo Kontaktprobleme. Kann vorkommen. Jetzt wird hier wieder abgesteckt und neu angesteckt und dann wird hier weitergefahren. Genau. Das ist sehr praktisch und man wandert als Lokführer praktisch mit der Lokomotive mit. Ja. Und hier bei diesem Treffen, habe ich mir vorher schon sagen lassen, sind jetzt ungefähr 25 Module im Einsatz, Genau. Also ungefähr 25 Meter Streckenlänge. Ja, der Veranstalter sagt uns praktisch, was er für einen Platz für uns hat und wir entwickeln dann einen Plan dafür. Gut, dann bedanke ich mich beim Hans Roming hier für die Vorstellung des Modellbahnclub Boeing e.V. und seiner Arbeit hier und seiner schönen Anlage. Hat mir wirklich Spaß gemacht und man sieht euch 2-3 Mal im Jahr irgendwo auf Ausstellungen mit sehr unterschiedlichen Anlagen. Ja, in der Regel also haben wir bis jetzt noch nie zweimal dieselbe Anlage aufgebaut, weil meistens eben der Platz immer individuell anders ist. Und wenn wir auch bei uns in Boeing in der Dreifachturnhalle eine Ausstellung machen, jedes Jahr, wir bauen jetzt mal wieder eine andere Konfiguration auf, damit die Besucher immer wieder neu überrascht werden. Gut, dann bedanke ich mich hier für die Infos. Ich wünsche noch schönen Verlauf hier dieser Ausstellung. Danke, ich sage auch danke Peter, dass du bei uns warst und man sieht sie wieder, wir freuen uns. Danke.